Das hier ist mein allererstes Joying-Radio. Mittlerweile hatte ich das hier, den Nachfolger davon, das Radio bei mir im Smart und so weiter und so fort. Und ja, vor einer Woche war es dann soweit. Joying hat wieder neue Radios rausgebracht. Ich schaue mir die ganzen Specs an, vergleiche im Vergleich zum Vorgänger und sage euch, ob es sich lohnt, ja, das neue Radio zu kaufen oder nicht, zu wechseln, was auch immer. Also, ich sprach von einer Radioserie. Und zwar gibt es ganz neu die Größen 11,6 Zoll, 13,3 Zoll, 15,1 Zoll in 1 DIN und 2 DIN Format. Die Radios sind, wie gesagt, vor einer Woche rausgekommen und kosten zwischen knapp 500 bis 550 Euro. Wenn man den optionalen HDMI-Output mit dazu haben will, ich gehe später nochmal darauf ein, muss man 15 Euro zusätzlich zahlen. Alle Radios sind im Moment nur in China verfügbar, dementsprechend habe ich noch keins hier, aber ich blende ein paar Videos von den chinesischen Kollegen ein. Der 11,6 Zoll Bildschirm ist, so wie bei mir auch, ganz normal ein Bildschirm ohne zusätzliche Tasten. Bei dem 13,3 und 15,1 Zoll Display sind unten noch Touchbuttons drauf, wahrscheinlich lauter, leiser und zurück. Genau. Der wohl wichtigste Unterschied, den das Radio jetzt mit dem Vorgängerradio unterscheidet, ist der Prozessor. Letztes Mal, als ich das Video gemacht habe, gab es schon ein Update auf einen Snapdragon-Prozessor. Das war damals der Snapdragon 625. Und der Snapdragon 625 war halt wirklich schon ein alter Prozessor, der in meinem Test dann auch performance-technisch richtig schlecht abgeschnitten hat. Jetzt ist es so, dass da ein Snapdragon 665 eingebaut wurde, das heißt ein neueres Modell. Hat jetzt auch die Möglichkeit, tatsächlich mehr Speicher zu adressieren. Der Snapdragon 665, auch SM6125 genannt, den gibt es tatsächlich, beziehungsweise die Markteinführung war 2019. Damit ist der 3 Jahre jünger als der Nachfolger, weil das Teil, was im letzten Update mit drin war, war ja der Snapdragon 625 und der war von 2016. Und dementsprechend haben wir an der Stelle auch deutlich neuere Technik, kleineres Bauverfahren. Leistung interessiert an der Stelle, also Leistungsaufnahme interessiert an der Stelle keinen. Dieses SoC schlägt sich im Gegensatz zu meinem mittlerweile schon 2,5 Jahre alten 11,6 Zoll gar nicht so schlecht. Heißt, es ist eigentlich von der Performance her gleich auf, beziehungsweise ein bisschen schneller als mein Prozessor. Das ist schon mal sehr, sehr vorteilhaft, weil, wie gesagt, das Teil, was sie letztes Mal rausgebracht haben, war wirklich sehr langsam. Mit dem neuen Prozessor gibt es auch die Möglichkeit, viel Speicher und Arbeitsspeicher zu adressieren. Dementsprechend gibt es jetzt serienmäßig 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Flash-Speicher, wo man dann halt Apps, Musik, Karten und so weiter alles drauf speichern kann. Ein riesen Nachteil vom SoC 625, Snapdragon 625 in der letzten Jahres-Updates-Zyklus-Revision war ja, dass das Band 20 nicht unterstützt wurde, wodurch halt die LTE-Funktionalität in Deutschland, sobald man halt irgendwie aus der Stadt war, gegen 0 ging. Und da ist jetzt tatsächlich nachgebessert worden, weil der Snapdragon 665, der kann Band 20. Das heißt, wir werden hier LTE-technisch ganz gut versorgt werden. Das ist schon mal klasse. Leider wartet man bis heute vergebens auf einen 5G-Chip. Heißt, eigentlich die tolle neue Netzwerkkonnektivität, die wir in Deutschland mittlerweile teilweise haben. Die wird natürlich komplett nicht berücksichtigt. Das heißt, nur das LTE bzw. 4G-Netz ist hier möglich zu nutzen. Und 3G, aber 3G ist ja quasi in Deutschland abgeschaltet. HDMI-Anschluss. Ich habe ganz am Anfang gesagt, 15 Euro kostet der HDMI-Anschluss extra. Und der HDMI-Anschluss hat verschiedene Vorteile, die man machen kann. Also sicherlich kann man mit dem HDMI-Anschluss, wofür er auch gedacht ist, einen Bildschirm anschließen oder 2 Bildschirme anschließen mit einem Splitter. Heißt, wenn man halt für die Kinder irgendwie hinten auf dem Bildschirm eine Serie abspielen lassen will während der Urlaubsreise, ist das jetzt problemlos möglich. Der HDMI-Anschluss ist aber auf dem Board. Das heißt, um da tatsächlich dran zu kommen, um da einen Stecker reinzustecken und ganz wichtig, für die 1 DIN-Version braucht man einen Winkel-HDMI-Stecker, ansonsten kriegt man das
Cover nicht mehr drauf, muss man das Radio auseinandernehmen. Also ich weiß noch, bei mir am Radio war halt so ein schönes Qualitätssiegel drauf, sodass, wenn man die Radioblende aufgemacht hat, man quasi die Garantie verloren hat. Ich weiß nicht, wie die das jetzt machen werden, aber auf jeden Fall muss man, um ein HDMI-Kabel anzustecken, die Klappe abmachen, und um dieses HDMI-Kabel auch noch aus dem Gehäuse rauszulegen, muss man eigentlich da, wo die USB-Kabel rausgehen, die Dichtung ein bisschen zur Seite rücken und das HDMI-Kabel zusätzlich da durchdrücken. Also so richtig durchdacht sieht das nicht aus, aber es scheint zu funktionieren. Von da aus kann man dann halt mit einem relativ langen Kabel irgendwie zu dem Bildschirm gehen. Die Demos von Joying selber gehen natürlich immer auf dem Monitor oder einem Fernseher, der daneben steht. Wenn man aber halt irgendwie eingebaute Bildschirme hinten in den Kopfstützen hat oder so, ganz cooles Ding. Ansonsten, was kann man noch mit dem HDMI-Output machen? Es bleibt natürlich die Möglichkeit, da halt irgendwie auch an Ton ranzukommen. Das heißt, klar, wir haben normalerweise den Toslink bzw. Coax SPDIF-Ausgang an dem Radio, aber ich weiß nicht, vielleicht kriegt man das hochwertigere Signal tatsächlich aus dem HDMI. Also HDMI, da gibt es ja entsprechend so ein Audio-Grabber für, wo man dann halt wieder auf den Toslink geht, und vielleicht ist das Audiosignal, was man aus dem HDMI kriegt, besser als das, was das Radio selber ausgibt. Weil vielleicht wird halt das HDMI-Signal irgendwie vorher abgegriffen und das Toslink, was auf dem Radio ist, erst irgendwie durch einen DA-AD-Wandler. Ich weiß es nicht, ich konnte es bisher noch nicht rausfinden, aber es könnte sein. Eine weitere Neuigkeit, die das Radio beinhaltet, ist einerseits der Anschluss einer Frontkamera. Das heißt, normalerweise hat man an den ganzen Joying-Radios einen Anschluss für eine Rückfahrkamera, die automatisch ausgelöst wird, sobald man den Rückwärtsgang einlegt und das Radio quasi ein Rückwärtsgangsignal bekommt. Dann schaltet das automatisch auf die Rückfahrkamera und man sieht auf dem Bildschirm, was hinten los ist. Jetzt gibt es auch eine Frontkamera, also einen Anschluss zu einer Frontkamera. Das heißt, man kann auch vorne eine Kamera anschließen. Ist natürlich von der, wann soll die angehen, wann soll die nicht angehen, und deswegen hat sich Joying jetzt auch noch dazu überreden lassen, weil darauf haben viele Leute gewartet, eine App bzw. einen Knopf einzuführen, mit dem man dann tatsächlich auf den Kamera-View klicken kann, auch während der Fahrt. Heißt, wenn man ganz normal Auto fährt oder halt nach vorne gucken will, wie viel Platz hat man, oder nach hinten, wie viel Platz hat man, ohne Rückwärtsgang einzulegen, dann kann man jetzt einfach auf seinem Radio auf ein Knöpfchen drücken und schon hat man die Ansicht mit den Kameras. Cooles Feature. Auch die Benutzeroberfläche wurde mal wieder komplett überarbeitet. Mindestens einmal im Jahr schmeißen die komplette Benutzeroberfläche einmal weg und machen alles neu. Die Benutzeroberfläche vom letzten Jahr mit dem Snapdragon fand ich als Nutzer der vorherigen Benutzeroberfläche sehr unübersichtlich. Das, was ich jetzt aber gesehen habe von der aktuellen Benutzeroberfläche, das sieht schon ganz gut aus. Sie ist relativ hell, zumindest das, was man in Videos sieht, aber das, was die auch auf der Produktseite beschreiben, ist, dass es automatisch einen Tag-Nacht-Modus gibt. Das heißt, wahrscheinlich sobald das Licht eingeschaltet wird vom Auto, switcht die Benutzeroberfläche auf eine dunkle Benutzeroberfläche, damit man nicht so geblendet wird. Ebenso gibt es halt eine relativ intuitive Möglichkeit, die Haupt-Apps zu belegen. Und es gibt jetzt auch 2-Finger-Gesten. Das heißt, normalerweise hat der Bildschirm nur einen Finger erkannt. Jetzt erkennt er wohl auch 2 Finger und man kann halt zu den Seiten, nach oben, nach unten auch mit 2 Fingern scrollen. Natürlich, wie sollte es auch anders sein, unterstützen auch die neuen Radios bzw. die komplette Radioserie Wireless CarPlay und Wireless Android Auto. Heißt, ihr könnt eure Handys problemlos mit dem Radio verbinden und das auch ohne Kabel. Dafür braucht ihr keine Zusatzkomponenten, kein Zusatzkabel oder irgendwelche Dongles oder sonst irgendwas. Das ist alles eingebaut im Radio. Ebenso geht Joying auf der Produktseite sehr intensiv auf die Equalizer-Funktion ein. Das heißt, es gibt jetzt viel mehr Bänder, es gibt jetzt viel genauere Laufzeitkorrektur und allem drum und dran. Für mich persönlich lohnt sich das alles nicht. Das, was in diesem Radio drin ist qualitativ nicht der geilste Scheiß. Und deswegen, für mich bleibt immer nur die Möglichkeit, DSP dahinter, digital reingehen und dann entsprechend im DSP alles einstellen. Die Funktionalitäten, auf die könnte ich auch genauso gut verzichten.
Aktuell gibt es damit zumindest von den 11,6 Zoll Geräten nur noch 2 Stück. Also das alte bzw. das letztes Jahr rausgebrachte Snapdragon-Gerät gibt es nicht mehr im Angebot. Es gibt jetzt nur noch das Gerät mit dem UIS-Prozessor, das JYUQS11N8G-H. Und jetzt das neue, was ich gerade vorgestellt habe, in 11 Zoll heißt das JYUZS11N8. Meins, was ich im Smart eingebaut habe, gibt es leider nicht mehr zu kaufen. Leider habe ich das Radio nicht. Wie auch, es ist gerade erst rausgekommen und das in China. Aber ich gebe mein Bestes, ob ich vielleicht irgendwie drankomme. Wenn ich natürlich drankomme, dann kriegt ihr nochmal ein Unboxing und dann teste ich es ein bisschen für euch. Und ansonsten schreibt mir in die Kommentare, was ihr gerne sehen würdet, was ihr gerne getestet haben würdet. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine anderen Videos noch anschaut. Und bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.